Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht mit dem Titel „Wird Putin den Wiedervereinigungsvertrag kündigen?" Es war ein sehr erfolgreiches Video mit sehr, sehr vielen Kommentaren. In verschiedenen Kommentaren wurde auch diskutiert, was geschehen könnte, wenn die Russische Föderation den Wiedervereinigungsvertrag, also den 2+4-Vertrag, kündigen würde. Darauf möchte ich heute eingehen, weil ich lese jeden einzelnen Kommentar, aber ich bitte um Verständnis dafür, dass ich auf die Kommentare so nicht antworten kann, weil es einfach zeitlich nicht möglich ist. Ich bekomme in der Woche für alle meine Videos zwischen 3.000 und 5.000 Kommentaren. Es ist wirklich nicht möglich. Also es steht die entscheidende Frage im Raum: Was könnte die russische Aufkündigung des 2+4-Vertrages ändern? Würden sich wirklich alle Entwicklungen der letzten 35 Jahre damit zurückdrehen lassen? Würde die DDR und die BRD quasi wieder auferstehen? Gleich zu Beginn. So einfach geht das sicherlich nicht. Aber ich möchte die Theorie bemühen und verschiedene fatale, sogar katastrophale Auswirkungen skizzieren, wenn die Russen sich aus dem 2+4-Vertrag verabschieden würden. Wie gesagt, es sind hypothetische Gedankenmodelle, die aber auch hinterlegt sind mit seriösen Quellen. In meinem Buch über den 2+4-Vertrag werden diese Quellen alle genannt und sie können nachgelesen und nachgeprüft werden. Also, folgende Auswirkungen könnten entstehen. Erstens, die deutsche Souveränität. Die völkerrechtliche Grundlage für die deutsche Einheit und Souveränität würden entfallen. Russland könnte zudem die heutige Bundesrepublik Deutschland nicht mehr als Staat anerkennen, was einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen bedeuten dürfte. Auswirkungen auf die Grenzziehung. Die Grenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, die vor dem 3. Oktober 1990 bestanden haben, könnten wiederhergestellt werden. Auswirkungen auf die Besatzungsrechte. Die Besatzungsrechte und Pflichten der 4 Mächte in Deutschland könnten wieder aufgenommen werden, insbesondere in Berlin, das wieder in 4 Sektoren aufgeteilt werden könnte oder nur in 2, russische und alliierte. Auch die USA, Frankreich und Großbritannien könnten mit einer neuen de facto Besatzung ihren größten europäischen Konkurrenten ein für allemal schwächen und kontrollieren. Es könnte auch so sein, dass es keine internationale Anerkennung mehr gibt. Die Anerkennung des wiedervereinten Deutschlands als Mitglied der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der NATO und anderer internationaler Organisationen könnte zurückgenommen oder neu diskutiert werden. Alte Verträge wären ungültig. Alle bilateralen und multilateralen Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland seit 1990 abgeschlossen hat, inklusive aller EU-Verträge, müssten neu verhandelt werden. Politische, wirtschaftliche und militärische Spannungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn sowie den 4 Mächten könnten eskalieren und auftreten. Der Waffenstillstand mit den 4 Mächten, besonders mit Russland als Rechtsnachfolger der einstigen UdSSR, könnte beendet werden. Sie wissen, wir haben keinen Friedensvertrag, wir haben nur einen Waffenstillstand. Der 2+4-Vertrag sollte das ändern, aber wenn er gekündigt wird, wird auch das wieder zurückgenommen. Im 2+4-Vertrag sind zudem eine Reihe von Verpflichtungen enthalten, die das wiedervereinigte Deutschland übernommen hatte. Darunter finden sich Regelungen für das Gebiet der früheren DDR. Eine davon war die Bodenreform, die die Siegermächte oder die Siegermacht UdSSR
1946 in ihrem Besatzungssektor durchgeführt und die Land von Grundstückseignern und Neubauern aufgeteilt hatte. Ein Protokoll zum 2+4-Vertrag sichert die dadurch entstandenen Eigentumsverhältnisse für alle Zeiten. Wenn Russland den 2+4-Vertrag aufkündigt, wäre diese Vereinbarung hinfällig. Erben der damals Enteigneten könnten also Wiederherstellung, Wiedergutmachung fordern, weil es dafür keine Verjährung gibt. Ein Bestandteil des 2+4-Vertrages ist der Verzicht Deutschlands auf ABC-Waffen, also atomare, biologische und chemische. Auch diese Verpflichtung würde entfallen. Wir erinnern uns, die damalige SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl Katharina Barley hat über EU-eigene Atombomben jedenfalls schon nachgedacht und auch erst vor kurzem Jens Spahn. Meine Bewertung: Eine Aufkündigung des 2+4-Vertrages wäre eine Katastrophe, wenn oben genannte oder die von mir genannten Szenarien eintreten würden. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt. Dennoch steht die Drohung durch die Russen im Raum. Man täte also gut daran, von Deutschland Erfüllung des immer noch gültigen Vertrages zu verlangen. Doch stattdessen irrlichtert die kriegsbesoffene Regierung sehenden Auges in den Abgrund. Doch eine vernünftige deutsche Politik, die sich für Friedensverhandlungen anstatt für weitere Waffenlieferungen einsetzt, ist mit den Kriegsverlängerern nicht absehbar. Stattdessen führen sie das Land jeden Tag weiter an die Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Mit ihrem Kriegsgeschrei riskieren sie lieber, dass Deutschland zu einem Schlachtfeld wird und der Großteil der politisch-medialen verdummten Wähler marschiert wieder im Gleichschritt mit. Dazu habe ich diese Publikation veröffentlicht. Sie hat 150 Seiten und ist kostenlos zu erhalten bei www.info@konservative.de. Das, was ich heute gesagt habe, ist nur Theorie. Und ich weiß, viele werden sich wieder aufregen und was weiß ich. Es geht nur um eine hypothetische Darstellung, was passieren könnte. Um nichts weiteres. Abonniert meinen Kanal, abonniert meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de und bleibt mir treu. Ich werde mir trotz Drohungen keine Scheuklappen aufsetzen und weiter für die Wahrheit eintreten, so wie ich das damals meinem Großvater versprochen habe. Alles Gute an euch, ihr neuer Michael Grant.